herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um eine kompakte und leistungsfähige Taschenlampe, die sozusagen im Tactical EDC-Bereich zu verorten werde. Das ist die Nitecore EDC 33 und die wurde mir freundlicherweise von Nitecore für dieses Video zur freien Verfügung gestellt. Hierfür ein großer Dank. Wir legen direkt los mit der Optik und ein paar Details. Lampenkörper aus 7075 T6 Aluminium, beschichtet mit einer sehr widerstandsfähigen HA3 Hartanodisierung. Alles gehalten in All Black. Länge 116 mm. Kopfdurchmesser 25,4 mm und Gewicht inklusive des Clips 127 Gramm, also das sind noch EDC-taugliche Werte. Der Clip selbst sitzt extrem stramm, den könnte man bei Bedarf auch abnehmen. Die Lampe würde dann trotzdem nicht wegrollen, weil am Lampenkörper viele eckige Elemente sind. Also das ist gut überlegt. Dann haben wir hinten 3 Erhöhungen, das heißt die Lampe ist auch tailstand-fähig. Und dann eine Sache, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Der USB-C-Ladeport ist hier gut geschützt unter einer drehbaren Abdeckung. Also das ist schön gemacht. Dann hat man hier zur groben Einschätzung der Akkuladung 4 kleine grüne LEDs, also eine Ladestandsanzeige in 25% Schritten. Wir sind hier gerade bei 100%. Hier gibt es noch einen Lockout-Schalter, das heißt, die Lampe lässt sich so gar nicht betätigen. Aber da gibt es noch eine Zusatzeinstellung, zeige ich euch dann später. Die EDC 33 kann Stürze aus bis zu 2 Metern verkraften und sie weist eine IP68-Zertifizierung auf. Sie ist also staub- und schmutzgeschützt und zudem wasserdicht bis zu 2 Metern. Hier ein Orange Peel Reflektor und hier innen sehen wir insgesamt 9 LEDs. In der Mitte die Haupt-LED, umringt von 8 weiteren LEDs. Das ist eine Eigenentwicklung von Nitecore namens Nightlab UHI 20 Max LED. Und mit dieser LED-Anordnung ist sowohl ein punktuelles Licht als auch ein kurzzeitig zuschaltbares Flutlicht möglich. Maximal sind hier 4000 Lumen drin. Das Gebäude ist hier in etwa 50 Meter entfernt, also ordentlich Lichtleistung. Die Nitecore EDC 33 verfügt sozusagen über 4+2 Leuchtstufen. Die 4 Standardstufen liegen bei 5 Lumen, Leuchtweite 25 Meter, 70 Lumen, Leuchtweite 93 Meter, 300 Lumen, Leuchtweite 182 Meter und 1200 Lumen, Leuchtweite 208 Meter. 1200 Lumen und 10.500 Candela ist schon sehr ordentlich. Das dürfte in der normalen Anwendung den meisten Nutzern ausreichen. Dann gibt es den Search-Modus, ein Spotlight mit 1700 Lumen, 450 Meter Leuchtweite und 54.500 Candela. Im kalten Zustand, also wenn die Lampe vorher nicht lief, kann die Leistung etwa 20 Sekunden abgerufen werden, bevor sie automatisch heruntergeregelt wird. Wenn man den Heckschalter voll durchdrückt, kommt man in den Lumen Shield Modus. Ein extrem helles, breites Flutlicht, bei dem alle 9 LEDs auf 4000 Lumen, 400 Meter Leuchtweite und 40.505 Candela gebracht werden. Im kalten Zustand sind das dann ebenfalls etwa 20 Sekunden, bis das Advanced Temperature Regulation Modul, kurz ATR-Modul, aufgrund der starken Hitzeentwicklung des Lampenkopfes herunterregelt. 20 Sekunden, das klingt erstmal nach sehr wenig, aber besonders beim Lumen Shield Mode, der laut Nitecore eigentlich ein Selbstverteidigungsmodus ist, dürfte dieses Zeitfenster ausreichen. Alle 9 LEDs erzeugen mit der maximalen Leistung eine breite und helle Lichtwand. Lumen Shield ersetzt bei der EDC 33 sozusagen die Strobe-Funktion und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert. Ein weiteres Einsatzgebiet ist das temporäre Ausleuchten eines Geländes, eines Gebäudes oder vielleicht des Waldes. Man kann sich mit diesem flutenden Licht einen besseren Eindruck verschaffen, zumindest kurzzeitig. Schön ist auf jeden Fall auch der Direktzugriff, das heißt, die Lampe ist jetzt aus, aber die Modi Search und Lumen Shield kann man auf jeden Fall immer betätigen. Das ist Search, das Lumen Shield. Die Lampe muss dafür, wie gesagt, nicht eingeschaltet sein. Und es gibt noch eine kleine nette Funktion. Wenn ich den Lockout betätige, habe ich vorhin gesagt, geht gar nichts mehr. Aber wenn ich den Lockout betätige, während die Lampe an ist, kann ich auch in einem Half-Lockout weiterhin die Modi Search und Lumen Shield benutzen. Also wirklich eine schöne Zusatzfunktion. Jetzt zum Herzstück, dem Akku. Nitecore hat bei der EDC 33 einen 18650er Lithium-Ionen-Akku mit 4000 mAh, also 14,4 Wattstunden verbaut. Eine sehr, sehr ordentliche Leistung für dieses kompakte Maß. Bei 5 Lumen
haben wir eine Akkulaufzeit von 63 Stunden, bei 70 Lumen 31 Stunden, bei 300 Lumen 7 Stunden und bei 1200 Lumen immer noch etwa 2,5 Stunden. Also das ist schon okay. Ja, es gibt für mich hier persönlich ein großes Manko. Der Akku ist leider fest verbaut. Ist wirklich schade, wenn der Akku irgendwann mal defekt ist, ist auch die EDC33 ja, mehr oder minder reif für den Müll, und das, obwohl die LEDs vielleicht dann noch intakt sind. Weiterer Nachteil: auf Touren ist man entweder auf eine Zweitlampe oder auf eine Powerbank angewiesen. Ja, bei einem entnehmbaren Akku kann man einfach einen zweiten Akku mitnehmen. Ist ein bisschen schade hier. Also wie gesagt, das ist ein subjektiver Kritikpunkt, aber für mich trübt das hier so ein bisschen den ansonsten sehr positiven Eindruck dieser Lampe. Ja, Zeit für ein Fazit. Fazit: Das mit dem Akku habe ich gerade erwähnt, das ist für mich persönlich ziemlich unschön. Ansonsten hat Nitecore mit der EDC33 ein innovatives Produkt auf den Markt gebracht. Dank der Nightlab UAE 20 LED Max haben wir sowohl punktuelles als auch Flutlicht. Dann ist die Verarbeitungsqualität wirklich sehr gut, und neben dem ATR-Modul haben wir hier noch einen Annäherungssensor in der Stufe High, also 1200 Lumen, reguliert er hier auf 300 Lumen runter. Ja, auch eine schöne Sache, also das passt. Dann hier das mit dem Lockout und dem Half-Lockout ist auch eine tolle Sache. Hier dieser verdeckte USB-C-Anschluss, ja, alles wirklich schön gemacht. Die Optik ist auch ansprechend, die Bedienung ist intuitiv, also insgesamt ein tolles Produkt ohne viel Schnickschnack. Zubehör: Clip, dann hier ein Lanyard samt Karabiner, USB-C Ladekabel. Wir haben eine Bedienungsanleitung, mehrsprachig, wirklich gut gemacht und sehr verständlich. In Deutschland liegt der Preis bei rund 80 Euro. Angesichts dessen, was die EDC33 so mitbringt, empfinde ich das als angemessen, auch wenn das natürlich nicht wenig Geld ist. Also es gibt auch günstigere Lampen, die auch eine gute Leistung bringen. Das muss man immer dazu sagen. Die Sache mit dem Akku bleibt. Da wäre es vielleicht schön, wenn Nitecore hier nochmal nachjustiert. Vielleicht die EDC33 oder das Folgemodell mit einem austauschbaren Akku anbieten würde. Ja, das würde ich mir abschließend wünschen. Und ich möchte mich bei Nitecore für die Möglichkeit bedanken, die EDC33 mal vorstellen zu dürfen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Werft bei Interesse mal einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr das Datenblatt zur Nitecore EDC33 und einige Produktlinks. Gut, dann würde ich sagen, war es das. Jetzt folgt dann noch ein Outro. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.